200 Kilometer später auf dem Highway, alle Lichter gehen aus, Motor aus, Auto bleibt stehen, nichts mehr. Und ich so, hey, wollte schon sagen, so, es ist alles cool, ich kann im Auto schlafen. Dann sagt er, alles, aber ich habe dir ein Hotel gebucht. So, was geht ab? Und dass das Geld dann plötzlich weg war und ich eigentlich schon wieder mit einem Fuß im Flieger saß, um zurückzufliegen oder fliegen zu müssen. Und dann sind einfach so viele tolle Dinge passiert, sodass ich am Ende insgesamt 9 Monate in Australien war. Hey, ich bin's Rasmus und herzlich willkommen zu First Take Uncut Story, zu dem letzten Song von vergangenen Sonntag, The Bateman's Bay Song. Meine zweite eigene Original Song Nummer, die ich hier auf dem Format gemacht habe. Und The Bateman's Bay Song knüpft tatsächlich so ein bisschen an das an, was ich die Woche davor schon hatte mit Let It Be. Es geht zurück in dieselbe Zeit und ich glaube, heute komme ich aus dem Schwärmen nicht mehr raus, wenn ich über diesen Song und die Zeit dort ein bisschen erzähle. Denn ihr müsst euch vorstellen, 2015, war so voll in meiner Straßenmusikzeit und hatte so ein bisschen klein bisschen was zusammengespart, jetzt nichts Großes, aber so, dass ich gedacht habe, für 2 Tickets hin und zurück nach Australien und vielleicht ein kleines billiges Auto für ein Taui oder so kaufen und ein bisschen rumreisen wird es wohl reichen und dann mit der Straßenmusik wird das bestimmt auch in Australien funktionieren. Also auf nach Australien. So bin ich dort angekommen in Sydney, hatte da tatsächlich eine Unterkunft, auch die ersten 2-3 Wochen bei einer Anverwandten, wenn man so will, und hatte dort dann Zeit erstmal anzukommen und mich umzuschauen nach einem Auto, was ja mein Plan war. Ich habe schon mal ein bisschen Straßenmusik gemacht, alles cool, und habe mir dann schließlich so ein günstiges, billiges Auto, wie ich es mir vorgestellt hatte, gekauft oder beziehungsweise gefunden und habe mir das dann gekauft von irgend so einem Typen halt, wie man das dann so macht, und vor allem als jemand, der nicht besonders viel Ahnung von Autos hat, zumindest zu der Zeit noch überhaupt nichts. Mittlerweile geht es ein bisschen besser, aber das wird mir nicht mehr passieren. Aber die Karre war natürlich völlig Schrott und nach 30 Kilometern oder 20 war das Ding schon heiß gelaufen. Also bin ich in die nächste Werkstatt, habe das Ding reparieren lassen, ein paar Tage später wieder abgeholt und bin dann guter Dinge von Sydney losgefahren in Richtung Landesinnere und hat eine schöne Woche in den Blue Mountains, dort Straßenmusik gemacht, das Auto fuhr, schon tolle Menschen kennengelernt. Da ist unter anderem auch diese wunderschöne Aufnahme von meinem Song Home entstanden, die ich dort an unglaublich schönen Klippen irgendwie gemacht habe mit einem befreundeten Straßenmusiker oder einem Musiker, den ich dort kennengelernt habe, ein ganz junger Australier, auch toller Musiker. Bin weitergefahren, dann irgendwann so eine Woche später und das Auto lief und bis nach Canberra, weil in die Hauptstadt wollte ich ja mal rein. Hatte dann plötzlich wieder das Problem, dass das Auto langsam immer so die Temperaturanzeige hochging, immer wenn ich an der Ampel stand. Es war ja auch ziemlich heiß in Australien. Und dann dachte ich, oh mein Gott, in Canberra wollte ich nicht bleiben, also habe ich auf die Karte geschaut und geguckt, wo komme ich am schnellsten ans Meer. Und dann habe ich gesehen, okay, Bateman's Bay, ich fahre da jetzt einfach die Nacht durch hin, da ist es dann ein bisschen kühler und dann muss ich nicht an Ampeln stehen und das Auto ist auch bis dahin gefahren, ohne heiß zu laufen. Und dann bin ich am nächsten Morgen in die nächste Werkstatt und da fing die Story so richtig an, denn da bin ich sozusagen in die coolste Werkstatt gekommen, die man nur sich vorstellen konnte. Steve, der Mechanik da, war Top-Typ. Und ich habe ihm dann gesagt, ich müsste allerdings irgendwie das Auto, da müsste ich dran, weil ich schlafe da drin und so. Meinte, ist kein Problem, ich stelle das dann hier vor die Werkstatt, dann kannst du hier einfach auf dem Gelände schlafen. Dachte ich so, ist ja super nett so, ne? Und hat mir dann sogar noch einen Ride gegeben in die kleine Stadt da nach Bateman's Bay rein. Das war so 2-3 Kilometer außerhalb. Und dann habe ich erstmal Straßenmusik gemacht und gleich an dem Tag, 3 Leute kennengelernt, die alle irgendwie gefragt haben, wo ich denn herkomme und was ich mache. Und dann habe ich das kurz so erzählt, hier bin im Auto liegen geblieben so und so. Und dann haben die mir immer ihre Nummer gegeben. Meinten, wenn du nicht mal weiterkommst, so dann sagst du Bescheid. Ich so, cool, danke. Und war völlig überfordert. Und unter anderem war dann ein älteres Ehepaar, denen hatte ich das auch erzählt und die kamen dann plötzlich irgendwie wieder und
so eine halbe Stunde später und meinen, ja, wir haben uns überlegt, wir fanden die Story irgendwie so cool und so und hey, wir wollten dich einladen in so ein Holiday House, so, wir machen heute Abend Barbecue, machst ein paar Songs, kannst bei uns schlafen und so. Ich so, ja, coole Sache. Also eine unglaubliche Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, sowas kannte ich einfach nicht von zu Hause. In Deutschland, wisst ihr wahrscheinlich selber, wird sowas wahrscheinlich eher selten passieren. Und damit war es aber lange noch nicht genug. Also das Auto war halt ziemlich Schrott, der Zylinderkopf musste neu, das hat 2 Wochen gedauert und diese 2 Wochen habe ich dann schon bei einer anderen Person da gewohnt quasi, die mir auch irgendwie schon einen Gig besorgt hatte, dann irgendwie für ein paar Tage später und so hatte ich dann eine Unterkunft für 2 Wochen, musste noch nicht mal im Auto schlafen, dann gab es einen neuen Zylinderkopf und nach 2 Wochen hatte ich schon so viele nette Leute da kennengelernt, dass ich dachte, hey, eigentlich muss ich jetzt hier bleiben. Und dann habe ich aber gedacht, na gut, ich bin ja hier zum Reisen, also ab ins Auto, weiterfahren. 200 Kilometer später auf dem Highway, alle Lichter gehen aus, Motor aus, Auto bleibt stehen, nichts mehr. Ich dachte so, hey, das kann ja jetzt nicht sein. Dann habe ich den Roadside Service angerufen und gewartet, dass ich dann einen Abschlepper hatte. Und in der Zeit, in den 2-3 Stunden, die ich da gewartet habe, sind wieder irgendwie, weiß ich nicht, die Hälfte aller Autos stehen geblieben. Also 3 von den 6, die kamen. Und haben mir auch wieder ihre Nummer. Und ja, wenn du hier nicht mehr wegkommst, ruf an und so. Und ich dachte so, wo bin ich hier gelandet? Das ist ja der Wahnsinn, die sind ja alle so. Und dann kam der Abschlepper, hat mich ins nächste Dorf gezogen und dann da übernachtet im Auto vor der Werkstatt und dann am nächsten Morgen in die Werkstatt. Die haben sich's angeguckt und nachmittags meinten sie, ja, Auto ist Schrott, geht nichts mehr, brauchst einen neuen Motor. Und ich dachte so, okay, das kriege ich jetzt mit meinem Ersparten vielleicht gerade noch bezahlt. Dann muss ich auf jeden Fall Straßenmusik machen. Das hier in dem kleinen Dorf geht nichts, also ich muss zurück nach Batemans Bay. Also habe ich Steve angerufen, den Mechaniker aus Batemans Bay, und habe ihm das erzählt und sage, gibt es irgendeine Chance, dass ich zurück nach Batemans Bay komme? Ich brauche einen neuen Motor und ich will, dass du das machst, und außerdem, ich kann in Batemans Bay ein bisschen Geld verdienen mit Straßenmusik. Und dann hat er gesagt, ja, das kriege ich hin und organisiere das für dich, und rief mich dann kurze Zeit später an, 2 Tage, also im übernächsten Tag könnte er mich abholen oder am nächsten schon. Hätte dann einen Freund geschickt mit einem Towing-Truck, und dann habe ich gedacht, naja gut, jetzt sitze ich hier und muss nochmal eine Nacht in diesem Auto schlafen, an so einem ganz üblen Platz war das. Das war echt nicht schön da, dieser Platz da vor der Werkstatt. Ein ganz großer Parkplatz, ganz komische Leute, und ich dachte so, okay, ich habe ja die Nummern gekriegt, also rufe ich da mal an. Und dann habe ich mir eine von denen ausgesucht, habe da angerufen. Die haben erstmal gesagt, ja gut, dass du anrufst und sonst was. Und dann stellte sich aber heraus, dann kurze Zeit später, als er dann zu mir kam, sagte er, ja, jetzt sag erstmal nichts. Also wir haben dir das angeboten, und das hätten wir auch echt auf jeden Fall, du hättest bei uns schlafen können und so. Und ich wollte schon sagen so, hey, ja, alles cool, immer kein Stress und so. Ja, weil Frau krank, Kind krank geworden, letzte Nacht keine gute Nacht gehabt und was auch immer. Und ich so, hey, wollte schon sagen, so, ist alles cool, ich kann im Auto schlafen. Da sagt er, alles, aber ich habe dir ein Hotel gebucht. Ich sag so, was geht ab? Und ich könnte noch hunderte so Geschichten erzählen aus Australien, aber das ist so ein kleiner Abriss darüber, was ich da einfach erlebt habe mit dieser Mentalität und den Menschen in Australien und mit diesem Auto. Und am nächsten Tag bin ich dann zurück nach Batemans Bay, und die Geschichte ging noch deutlich weiter und länger, und ich habe viele Menschen dort kennengelernt und eine unfassbar tolle Zeit gehabt. Aber die Moral von der Geschichte ist auch ja in dem Song letzten Endes drin, so listen what the car is telling, even if it's cracked and yelling. Also auch wenn die Karre Schrott war, das war auch so eine der wahrscheinlich sogar die Grundlage dafür, dass ich dann diesen Moment hatte mit Let It Be, kurze Zeit später, dass ich verstanden habe, was es bedeutet, Dinge einfach sein lassen zu können. Denn grundsätzlich hätte ich so viele Gründe gehabt, mich aufzuregen, und das habe ich ganz am Anfang natürlich auch gemacht, und was das für ein Blödhansel war da, der mir die Karre da aufgeschwatzt hat und mir sonst was erzählt hat von dem Auto und keine Ahnung. Und dass das Geld dann plötzlich weg war und ich eigentlich schon wieder mit einem Fuß im Flieger saß, um zurückzufliegen oder fliegen zu müssen. Und dann sind einfach so viele tolle Dinge passiert, sodass ich am Ende insgesamt 9 Monate in Australien war. Und
das wäre alles nicht ohne dieses Auto passiert. Deshalb, und ohne die Lektion, dass wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Und das ist auf jeden Fall in Australien Gesetz. So dass vielleicht meine kleine Botschaft auch da wieder nicht nur let it be wie letzte Woche, sondern ganz ehrlich, egal was passiert, egal in was für einem Schlamassel man manchmal sitzt, es geht immer weiter. Und wenn man es irgendwie schafft, mit einem Lächeln da rauszugehen, dann wird es meistens auch gut weitergehen. Und so viel dazu. Ich habe jetzt viel erzählt in diesem First Take Uncut Story. Ich wünsche euch alles Gute. Passt gut auf euch auf. Und dann bis nächste Woche. Alles Gute, euer Rasmus. Ciao.